Was macht eine Pizza so legendär, dass Menschen aus der ganzen Welt stundenlang dafür anstehen? Und was passiert, wenn genau diese Pizza plötzlich nicht mehr nur in Neapel existiert, sondern unter anderem auch in Hamburg, Rom, Florenz oder Mailand? Ich habe mir genau das angeschaut. Über einen Zeitraum von einem Jahr war ich in 5 Filialen von La Antica Pizzeria da Michele in Neapel, Rom, Florenz, Mailand und Hamburg. Mittlerweile gibt es mit Stand Ende 2025 69 Filialen weltweit. In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte hinter einer der berühmtesten Pizzerien der Welt und teile meine ehrlichen Erfahrungen. Wo war es am besten, wo am enttäuschendsten? Und ist Da Michele außerhalb von Neapel überhaupt noch die echte Da Michele? La Antica Pizzeria da Michele wurde 1870 in Neapel gegründet und gilt bis heute als eine der puristischsten Pizzerien der Welt. Das Konzept war von Anfang an radikal einfach: weniger ist mehr. Über Jahrzehnte hinweg gab es dort nur zwei Pizzen: Margherita und Marinara. Kein Schnickschnack, keine Experimente, nur perfekter Teig, Tomaten, Mozzarella, Olivenöl und Zeit. Der weltweite Ruhm kam spätestens 2010, als Da Michele im Film Eat, Pray, Love mit Julia Roberts auftauchte. Plötzlich war diese kleine Pizzeria nicht mehr nur ein lokaler Geheimtipp, sondern ein globaler Pizzamythos. Und genau hier beginnt die große Frage: Kann man so eine Legende überhaupt vervielfältigen? Meine erste Da Michele-Erfahrung außerhalb Italiens war Hamburg und ehrlich gesagt, ich war überrascht. Der Teig war extrem gut, kein teigiger, pappiger Rand, sondern luftig, elastisch, sauber ausgebacken. Die Pizza war deutlich größer als der Teller, so wie es sein soll. Was mich aber wirklich umgehauen hat: die Tomatensoße. Mit Abstand die beste Tomatensoße, die ich je bei Da Michele gegessen habe. Dazu gab es ein gutes Knoblauchöl, eine hausgemachte Limonade, ein gemütliches Ambiente, einen freundlichen Service und eine deutlich größere Karte als die klassischen beiden Sorten. Preislich ist Hamburg eher auf der teureren Seite, aber durch Deals, zum Beispiel über Neotaste, wird es fair. Wir konnten uns dort einen 2 für 1 Deal sichern und dadurch war der Preis am Ende mehr als angemessen. Für mich eine der rundesten Filialen insgesamt. Wir waren in einer der 3 Filialen in Rom am Piazza Monte Grappa und diese war speziell und seltsam steril. Schon der Standort ist ungewöhnlich. Sie liegt in einem Museum und ist nicht ganz leicht zu finden. Die Bar erinnerte eher an einen Schwimmbadkiosk als an eine traditionsreiche Pizzeria. Der Teig war sehr gut, aber die Tomatensoße deutlich schwächer als in Hamburg. Positiv war der freundliche und schnelle Service, der etwas günstigere Preis als in Hamburg und meine Special Edition mit Kürbis hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Negativ anzumerken ist, dass es kein Öl am Tisch gab, es gab keine besondere Getränkeauswahl und es war leider nicht möglich, die Pizza Fritta zu bestellen, weil kein Ricotta vorhanden war. Insgesamt ein ruhiger, fast leerer Laden, aber emotional hat mich Rom nicht abgeholt. Florenz war vom Gefühl her das komplette Gegenteil von Rom. Hier herrschte eine wilde, lebendige Stimmung. Die gewünschten Pizzen waren verfügbar, der Teig gut und die frittierte Pizza richtig lecker.
Das Ambiente lag irgendwo zwischen Rom und Hamburg, nicht perfekt, aber angenehm. Dazu eine sehr gute Lage mitten in der Stadt. Interessant fand ich die Preise. Teilweise sogar günstiger als in Rom. Zum Beispiel die Marinara für 6,50 € statt für 8 €. Die Karte war digital, was inzwischen typisch für viele Damichele-Filialen ist. Florenz war für mich eine sehr solide, ehrliche Erfahrung. Und jetzt kommen wir zum Ursprung, Neapel. Eigentlich sollte das der Höhepunkt sein, war es aber nicht. Die Filiale wirkte wie reine Massenabfertigung. Es gab nur 4 Pizzen, das Ambiente war alles andere als schön und der Aufenthalt fühlte sich eher wie ein Pflichtprogramm an. Der Preis war erwartungsgemäß sehr günstig, aber es wurde nach Trinkgeld gefragt, obwohl bereits 1 € Coperto im Preis enthalten war, was allerdings nicht so klar kommuniziert wurde. Der Service war zunächst eher genervt und wurde erst deutlich freundlicher, als dann Trinkgeld gegeben wurde. Ich denke, man ist hier vor allem durch amerikanische Touristentrinkgeld zusätzlich zum Coperto einfach gewohnt. Es gab keine besonderen Softdrinks, aber auch hier eine digitale Karte und eine exzellente Lage. Aber insgesamt mit Abstand die schlechteste Erfahrung aller meiner Tests. Und das nun ausgerechnet am Ursprungsort. Mailand war dann wieder ein kompletter Stimmungswechsel. Das war für mich die schönste Filiale von allen. Liebevoll, stylisch und modern eingerichtet. Der Service war freundlich und schnell, der Laden gut besucht und das Spannende, auch viele Einheimische essen hier. Die Auswahl war riesig. Pizza, Pasta, Vorspeisen, Desserts, die größte Karte aller Filialen, die ich besucht habe. Die Quattro Formaggi war extrem gut, der Teig auf gewohnt hohem Niveau. Einziger Nachteil, die Pizza war so riesig, dass sie beim Servieren schon ganz leicht abgekühlt war. Das ist aber wirklich Meckern auf hohem Niveau. Preislich lag sie zwischen dem Niveau von Hamburg und Rom, aber insgesamt eine sehr starke moderne Interpretation von Damichele. Nach 5 Filialen in 5 Städten bleibt für mich eine Erkenntnis. Damichele ist nicht überall gleich und das ist Fluch und Segen zugleich. Hamburg überrascht mit Qualität, Rom bleibt emotionslos, Florenz lebt, Neapel enttäuscht, Mailand begeistert modern. Der Mythos lebt, aber er funktioniert am besten dort, wo man ihn respektiert und nicht dort, wo man ihn abfertigt. Und jetzt interessiert mich eure Meinung. Warst du schon mal bei Damichele, in Neapel oder in einer anderen Stadt? Schreib's mir in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass doch gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Dich erwartet künftig noch viel weiterer Reise-, Katzen- und Food-Content.